Ja, hallo liebe Leute, neues FreeCAD-Video. Diesmal wieder was für den Modellflug. Ein neues Flugzeug muss her und nicht was Neues, sondern was ganz Altes. Ich habe mir hier aus dem Internet eine Kopie eines Bauplans geholt, in einer ganz bescheidenen Auflösung. Die reicht dafür aber völlig aus. Hier geht es um den Geier. Der Geier, den gab es bei der Firma Robbe. Ich glaube 1978 ist der in den Katalog gekommen, vielleicht auch schon ein bisschen früher. Und das war ein Bausatz. Ich habe gesehen, der hat so 80, 90 Mark gekostet damals. Das musste hier, das waren Rippenflächen, die mussten gebaut werden. Dann war hier diese Rumpfschale hier, die war aus ABS gefertigt, die ging immer wunderbar kaputt wenn man hart landete, konnte man aber sehr gut mit Urhart kleben. Okay, und das Ding, das hat eine Spannweite von 1515 mm laut Angaben aus dem Katalog. Ich gehe jetzt mal von 1516 mm aus, wenn ich hier die Tragfläche entsprechend skaliere. Was machen wir zunächst mal? Wir schneiden uns erstmal hier den Bereich aus. Wir brauchen nur eine von diesen Hälften hier. Gehen wir das bis hier zum Beispiel. Dann können wir einfach STRG C drücken. Dann Datei. Falls ihr nicht gesehen habt, ich bin in GIMP und bearbeite da diese Zeichnung. Ich mache oben nochmal die Tastenbefehle an, damit ihr seht, was ich drücke. So, machen wir nochmal hier den Rahmen hier drum. Also den Rahmen mache ich so, dass die Tragfläche da komplett drin ist. Hier dieses Profil, das brauchen wir nicht unbedingt. Kann man mal gucken. Ist das so in Ordnung? Dann kann man hier... das war nicht gut. Machen wir es nochmal. Also ich ziehe das hier so auf und dann kann man das hier so ein bisschen zurechtrücken. Es kann ruhig ein bisschen hier. Okay, so nehmen wir das. Dann machen wir STRG C, dann Datei erstellen aus Zwischenablage und dann habe ich hier die Tragfläche drin. Und dann können wir hiermit jetzt weiter zeichnen. Und zwar diese Tragfläche, die soll so senkrecht nach oben stehen. Das hier gerade unten. Da bietet GIMP eine hübsche Funktion. Und zwar, wir gehen jetzt hier einmal zurück. Und dann können wir das hier jetzt entsprechend skalieren. Das heißt, mit Steuerung und Mausrädchen kann ich das so skalieren. Mit Shift, mit dem Mausrädchen so kann ich das hoch und runter schieben. Und mit Shift kann ich es links und rechts verschieben. Das macht aber nur Sinn, wenn man auch wirklich was zum Verschieben hat. So, aber was machen wir? Das muss jetzt gedreht werden. Das heißt, dafür gibt es eine Funktion, die geht unter Bild. Dann haben wir hier Transformation. Einmal können wir das um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen, so wie wir es eigentlich haben wollen. Dann zieht man das hier zurecht. Dann kann man sich hier eine Linie reinholen, damit man das schön ausrichten kann. Und jetzt gehen wir wieder auf Bild und Transformation und beliebig drehen. Jetzt kann man hier den Winkel eintippen, angeben. Das war ein bisschen viel. Es geht ja nur darum, die Form der Tragfläche und die Größe halt hinterher abzugreifen. So. So wird das wohl stimmen. Dann sagen wir drehen. Jetzt ist das entsprechend gedreht. Jetzt kann man das hier noch ausschneiden. Und zwar so zum Beispiel.
Dann geht man hier auf Bild, auf Auswahl zuschneiden. Dann habe ich jetzt die Tragfläche so da drin. Dann mache ich das hier noch weiß. Das macht man, indem man hier bei dieser Funktion den Zauberstab auswählt. Das heißt, mit rechter Maustaste kann man hier nach Farbe auswählen, Zauberstab. Ich nehme jetzt Zauberstab, klicke dahin, klicke mit dem Steuerung-Taste dahin und sage bearbeiten mit Vordergrundfarbe füllen. Das hat er jetzt nur da gemacht. Egal, machen wir es hier nochmal mit Vordergrundfarbe füllen. Da auch bearbeiten mit Vordergrundfarbe füllen. So, jetzt haben wir die Tragfläche hier komplett drin. Also Datei, speichern unter. Machen wir das hier oben auch noch richtig. Also nochmal bitte raustrennen. Das macht es hinterher wesentlich einfacher bei der Definition für die Größe. Jetzt haben wir wirklich, das ist das Maß für die Tragfläche. Nochmal Bild auf Auswahl zuschneiden. So, dann empfehle ich ein GIMP. Wenn man das hier, dann kann man bearbeiten, Auswahl nichts, damit nichts mehr sichtbar ist und Datei speichern unter. Und dann gibt man dem einen Namen. Ich habe hier schon ein paar Tests gemacht. Ich musste ja vorher ein bisschen testen. Also das nennen wir jetzt mal Gaia Tut XZF. Das ist XCF. Das ist das Format von GIMP. Dann machen wir aber hier direkt hinterher noch einen Export. Exportieren nach Gaia Tut PNG. Okay, und können wir einfach exportieren klicken. So. Die Auflösung wird hier nicht, kann man nicht größer machen, muss man auch nicht größer machen. So, jetzt wird ins FreeCAD gewechselt. Im FreeCAD erfolgt jetzt gleich die Skalierung. Das heißt, es wird dafür gesorgt, dass dieses Bild dann in FreeCAD wirklich die richtige Größe hat. Wir machen eine neue Zeichnung, gehen auf den Image Mode und diese Fläche, die möchte ich jetzt in der XY-Ebene hier einführen. Das heißt, das ist diese Funktion hier, Bildebene erstellen. Und dann wird die ausgewählt. Die ist in FreeCAD. FreeCAD und dann haben wir hier den Gaia. Na, wo bist du? Robbe Gaia. Und dann müssen wir uns den richtigen raussuchen. Gaia Tut PNG. Öffnen auf die XY-Ebene und da ist die Zeichnung da. So, dann kann man hier mit der Numlock-Taste 2 das in die Aufsicht holen. Und jetzt geht es ans Skalieren. Und zwar, was jetzt wichtig ist, wir haben hier Größen in Millimetern von diesem Bild hier. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Das heißt, 32,17 mm müssen an sich werden 515 durch 2. Das heißt, wir machen 516 durch 2, also 1516 durch 2, 758 mm. Machen wir der Einfachheit halber 760. Ein bisschen größer kann der Gaia ruhig werden. Also ich notiere mir das auch mal. Also wir haben 760 mm. So, jetzt rechnen wir aus die 760 mm, 760 geteilt durch die 32,17. Das ist 23,62. Okay, wird die Fläche mit 63,62 vergrößert, also diese Image Plane hier. Das heißt, da geht man hin und tippt hier ein mal 23,62. So, das sind jetzt hier die
760 ungefähr. Und dann machen wir das hier auch. Mal 23,62. Haben wir es richtig? 23,62 hatte ich gesagt. So, dann ist jetzt hier diese Bild hier skaliert und wir können jetzt anfangen, da eine Zeichnung zu machen von der Flächensilhouette. Dazu geht man erstmal her, hier in der Image Plane, drückt STRG D und dann machen wir das hier transparent auf 50%, damit wir das schön durchgucken können. Und dann wechselt man in den Sketcher. Sketcher, den findet man je nachdem, wo man hinpackt. Ich habe ihn hier. Und da erzeugen wir jetzt einen neuen Sketch. Ich habe die Image Plane selektiert, das möchte ich nicht. Das heißt, den deselektieren nochmal. Auf die XY-Ebene möchte ich zeichnen. Da ist die Zeichnung. Und jetzt kann man sich noch überlegen, das mache ich jetzt auch, die Image Plane, die hat hier ein Placement, also eine Position. So, X ist 496,96, 449,96 geteilt durch 2. Und in Y sind es 759,86 geteilt durch 2. So, dadurch habe ich jetzt, sollte das hier auf dem Sketcher genau unten sein. Das werden wir jetzt sehen. Jo, das sieht gut aus. Dann haben wir dieses schön da reingebracht. Und jetzt können wir hier einfach ein Polygon zeichnen. Das heißt, die Funktion hier, wir fangen da an, auf dem Punkt. Dann gehen wir hier bis da. Das kann man hinterher alles noch ändern. So, und dann gehen wir bis da. Bis da. Bis da. Und dann wieder bis da. So, das wäre jetzt die Tragfläche. Jetzt kann man sich hier überlegen, wie die das hier gemeint hatten. Ich weiß gar nicht mehr, wie das damals angelenkt worden ist. Ob das mit Nahtband aufgeklebt war, dieses Flap. Ich denke, wir können es so nehmen. Das heißt, jetzt machen wir ein paar Maße hier dran. Und zwar, da haben wir einmal hier den Winkel. Der ist 80. Der Winkel hier, beziehungsweise die sind parallel. Dann ziehen wir hier noch eine Linie rein. Bis da. Die wird mal schön blau. So, jetzt haben wir einmal das Maß hier senkrecht. 487 Millimeter. Machen wir das mal so. Dann wird das hier, das ist dasselbe Maß wie das. Ich denke, das ist es sowieso schon. Mal gucken. Ja, wir können das hier jetzt noch, müssen das hier noch bemaßen. Wurzeltiefe 264 Millimeter. Das ist jetzt schon mal fix hier. So, dann haben wir hier den Winkel. Machen wir das so? Ja, machen wir ruhig mal 176 Grad. Ja, ist ein bisschen weniger. Ja, so ist schöner.
So, 760 Millimeter. Jetzt ist das schon eingeschränkt. Gut. Die Tragfläche kann man jetzt hier zeichnen, beziehungsweise da kommt ja dieses Querruder hier, das kommt da noch dran. Das heißt, wir machen das hier mal blau und zeichnen jetzt noch hier das Polygon weiter bis da. Bis da und bis da. So, dann machen wir hier das noch ein Maß. Millimeter. So, eingeschränkt. Okay, das nehme ich ja nur als Vorlage, um Maße herauszuholen. Also, wir haben einmal hier das Maß. Wir haben hier ein Maß, und zwar der Punkt zu dem Punkt. Das wird jetzt eine Referenz. Da haben wir den Abstand. Und dann haben wir noch das Maß hier zu dieser Linie. Das wird auch eine Referenz. Und die können wir jetzt nutzen. So, können wir schließen. Wir können die Image Plane unsichtbar machen. Das ist jetzt die Tragfläche, wie sie aussehen soll. Als Profil habe ich auf einem anderen Forum ein Profil gesehen, was ich hier nutzen möchte. Und das wird jetzt erstmal hier rein importiert. Dazu wechseln wir in den Draft-Modus. Datei und importieren. Dann suchen wir uns aus. Das ist Common Apple Data. Das ist korrekt. Das habe ich auch schon hier, das Profil, im Internet runtergeladen. Und kostenfrei natürlich. Das Profil, Moment, hier haben wir das Robbe Geier, das heißt EMX07. Das ist ein Profil für solche Brett-Nurflügler, wie der Geier ja einer ist oder war. So sieht das Profil aus. Und das kann man jetzt erstmal umwandeln in einen Spline. Dann machen wir das unsichtbar. Der Spline, der wird jetzt skaliert. Und da haben wir jetzt noch ein paar wichtige Werte vergessen, beziehungsweise die muss man sich notieren. Also gehen wir nochmal gerade in den Sketch rein. Also wir haben das Maß hier. Die Wurzeltiefe 264. So, das ist auch 264. Und dann haben wir noch das Maß hier. Das wird auch eine Referenz. Und das sind 239. So, dann haben wir, müssen wir erstmal diesen Teil der Tragfläche generieren. Das heißt 487 mm wird das Teil hoch, dann das Profil halt in der Länge von 264 und die und dann hier mit dem Abstand von 85,87. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. So, einmal wieder aus der Zeichnung raus. Wo haben wir das?
So, aus der Zeichnung raus. Hier unten ist das Spline winzig klein. Das wird jetzt erstmal skaliert. Das machen wir mit dieser Funktion hier. Als Klon kann das gerne, also 0, 0, 0, dann Klon erzeugen und das wird jetzt 264, dreimal die 264 eingeben, Enter. So, da ist das Profil. Aus dem Profil, das stimmt aber nicht. Gehen wir nochmal raus und zwar, da haben wir was vergessen. Und zwar, wir müssen nicht das Maß hier nehmen, sondern bitte das gesamte Maß. 314 ist das als Referenz, bitte. Da müssen wir das hier auch noch kurz erweitern. Das heißt, wir zeichnen hier hinten noch eine Linie an. Bis dahin. Die wird auch blau. Das Maß, auch die waagerechte, na komm, waagerechte als Referenz, 314 können wir da nehmen. Und das ist dasselbe, natürlich ist das dasselbe. So, hier müssen wir das genauso machen, das nehmen wir raus, das Maß, und wir bemaßen einmal hier von da, wir bemaßen einmal die beiden Punkte hier als waagerechtes Maß, als Referenz. 288. So, einmal notieren. Was haben wir da gehabt? 314. Machen wir die Wurzeltiefe. 314. Die 487 hoch und 85,87 vorne verschoben. Und das zweite ist, wie gesagt, dann 289. Machen wir das mal außen. Und das ist ja dann verschoben um 159. Und die Höhe ist 760 minus 487. Okay, notiert. Machen wir weiter. So, also Zeichnung können wir jetzt hier schließen und wir können das Maß hier nochmal skalieren. Und zwar, da kommt 000 hin und hier kommt jetzt das neue Maß der Rippe. Das sind die 314 mm. Das war falsch. Nochmal Spline skalieren 00 und dann können wir hier einheitlich einstellen und 314 mm. So, jetzt ist das auch richtig. Den können wir erstmal unsichtbar machen. Hieraus machen wir jetzt eine Zeichnung und die nennen wir Profil 314-1. So, das können wir unsichtbar machen. So, jetzt machen wir erstmal den ersten Teil der Tragfläche. Das heißt, ich habe hier diesen Sketch, den brauche ich insgesamt zweimal. Dann gehen wir jetzt in den Part Design Modus und machen einen neuen Körper. So, das machen wir aber weg hier. So, Körper erstellen, dann eine neue Zeichnung, beziehungsweise nein. In den Körper wird jetzt dieser Sketch hier reingezogen und der kommt jetzt erstmal auf die richtige Ebene. Das ist in dem Fall hier, können wir hier unten gucken, das ist die XZ-Ebene. So, das heißt, wir selektieren die XZ-Plane und dann wird diese Funktion hier benutzt und es wird das P314.1 da dran gekettet. Flatface, okay.
So, dann ist der hier dran. Dann machen wir davon eine Kopie. Dazu machen wir wieder die Plane hier aus und Kopie, dann Steuerung V. So, der wird jetzt auch in den Body reingezogen. Jetzt brauchen wir hier eine Datum Plane. Datum Plane soll auf der XZ-Ebene basieren und die wird jetzt verschoben. Und zwar in Z-Richtung, und zwar in negative Z-Richtung geht das hier. So, und das sind jetzt die Minus, jetzt muss ich gucken. (487), ne? Ja, ich meine ja. Gucken wir mal, minus 487, das sieht gut aus. Und dann kann man die Zeichnung darauf betten. Ich kann aber jetzt direkt hier in X-Richtung die verschieben, und zwar um die 85,87. Dann machen wir 86. Machen wir ruhig 85,87. So, dann einmal OK. Dann wird jetzt die Kopie dieser Zeichnung hier drauf gelegt. Und dann ist die auch direkt da richtig angesetzt. Daraus machen wir jetzt erstmal eine Ausformung, beziehungsweise ein Loft wird das ja genannt im Englischen. Das heißt, wir haben, die können wir ausblenden, wir haben den und machen Loft daraus. So, erster Teil der Tragfläche fertig. Dann geht es jetzt hier weiter. Da mache ich einen neuen Körper. Den nennen wir erstmal, das ist jetzt TF Gaia TF rechts P1. So, neuen Körper. Der heißt dann Gaia TF RP2. So, da brauchen wir den Sketch drin, hier raus. Und zwar, da nehme ich jetzt einfach hier aus dem Loft. Muss ich sowieso neu mit Datum Plane und so weiter versehen. Das heißt, ich mache hiervon eine Kopie und die wird so gemacht, dann Steuerung V und dann haben wir hier das Profil hier drin liegen. Dann haben wir hier wieder unsere Ebenen. Auf der XZ-Ebene mache ich eine Datum Plane. Und zwar, das war in Z-Richtung minus 487. In X-Richtung sind das die 85,87. Und dann legen wir jetzt auf die den Sketch mit 003 als Endung. So, wir können jetzt den erstmal hier ausblenden. Hier, den blenden wir wieder ein. Da ist der drin. Ich glaube, den mache ich noch mal neu. So, also auf dieser
Ich habe die falsche XZ-Ebene angehabt. Okay, super. Dann machen wir das hier. Selektiert XZ Datum Plane. Der muss aber doppelt geklickt werden hier. So, jetzt XZ Datum Plane. Und dann machen wir hier wieder die 85,87 bei Z die 487. So, das werden aber minus 487. Da kommt er hin. Und dann können wir erstmal die Zeichnung da drauflegen. Das heißt, du bitte Sketch 003. Okay, jetzt hat das auch geklappt. Datum Plane können wir unsichtbar machen. Dann machen wir jetzt eine neue Datum Plane, wieder auf der XZ-Ebene basierend. Datum Plane. So, die wird in Z-Richtung 760 mm verschoben, aber minus. Na, nochmal XZ-Ebene. Ich muss schon die richtige selektieren. So, Datum Plane. Und dann haben wir hier in Z-Richtung minus 760 mm. Und in X-Richtung, da wird das jetzt die, was hatten wir da? 159 mm verschoben. Dann okay. Dann machen wir eine Kopie von der hier bitte. Die wird aber da bitte so eingestellt. Dann einmal STRG V. Die wird auch in den Body reingezogen und kommt jetzt auf diese Datum Plane. Das ist jetzt der Sketch mit der 004 am Ende. Und es ist natürlich Unfug. Wir müssen den dann neu skalieren. Okay, also bevor ich das mache, den können wir erstmal rausschmeißen. Die Datum Plane ist schon richtig. Und jetzt gehen wir wieder hier hoch und haben ja hier den Spline. Die Kopie davon, also die Skalierung. Und jetzt müssen wir den hier nehmen und wir gehen wieder in den Draft-Modus. Draft, wo bist du? Da ist Draft. So, das wird jetzt wiederum eine Skalierung. 000. Und dann haben wir ja die neue Wurzeltiefe da berechnet. Das eine waren die 314, das andere die 289. Also einheitliche Skalierung 289. Okay, da ist er. Daraus machen wir eine Zeichnung. Und der geben wir jetzt einen Namen. P289. Und den ziehen wir jetzt hier in diesen Körper rein. Und mit dem können wir jetzt hier weiterarbeiten. So, der wird jetzt hier auf diese Datum Plane gelegt. Das heißt, wir wechseln wieder in den Part Design Modus. Diese Datum Plane, darauf wird der Sketch P289 gelegt. Flatface. Und dann liegt er hier auch außen drauf. So, jetzt können wir hier aus diesen beiden Zeichnungen einen neuen Loft machen. Das heißt, wir starten mit dem und gehen dann zu dem. So, den können wir ausblenden. Auch die Datum Plane können wir ausblenden. Du und ein neuer Loft. Und da ist er fertig. Und dann haben wir hier die Tragfläche des Geiers erst einmal konstruiert. Jetzt ist die Frage, wie man hier weitermacht.
ob man das hinkriegt, die beiden zu verbinden und dann daraus eine Haut zu machen. Das werden wir jetzt einfach mal ausprobieren. Dazu packe ich wieder ein bisschen in die Trickkiste. Und zwar, ich möchte die hier unverändert lassen. Das heißt, ich mache jetzt hiervon eine Kopie. Das mache ich über Part, Formteil, Kopie erstellen, Form aufbereiten. Diese Funktion habe ich mir der Einfachheit halber im Part-Design-Modus hier hingelegt. Das macht man über, muss ich selber immer ein bisschen gucken, Werkzeuge, Benutzer definiert. Und dann kann man hier eben bei den Symbolleisten sich eine eigene Symbolleiste anlegen und kann da weitere Funktionen reinlegen. Das macht Sinn, wenn ihr solche Sachen macht. Sowas etwas komplizierteres. Und jetzt versuchen wir erstmal die beiden hier zu Part-Objekten zu machen. Das geht einmal hiermit, der wird unsichtbar, der wird sichtbar. Das ist jetzt das Symbol, was da vorne dran liegt. Genau das hier, und das machen wir hier auch. Und dann machen wir aus den beiden eine boolsche Verknüpfung. Die habe ich auch hier reingelegt. Hier, da habe ich die ganzen Part-Boolien, hier das Part-Design-Boolien. Und da kann ich jetzt einfach hier auf Vereinigung klicken und dann sieht man, es funktioniert auch. Dann machen wir hier raus direkt wieder nochmal so ein Teil und die Haut, das mache ich wieder im Part-Design-Modus. Das heißt, ich mache jetzt hier im Part-Design-Modus einen Körper daraus. Und dann kann ich jetzt hier dort und dort anklicken. Mit Steuerung-Taste, dass beide selektiert sind. Und dann versuchen wir, ob die Funktion Dicke funktioniert. Sieht schlecht aus. Das sieht nicht gut aus. Dicke 0.8 nehme ich da, ne 0.4 nehme ich da normalerweise, aber das funktioniert einfach nicht. So, das heißt, wir machen das hier rückgängig, machen hier auch die Fusen rückgängig. So, das ist die Fusion aus den beiden. Und ich denke, wir müssten das auch hier jetzt hinbekommen. Das heißt, ich mache jetzt einmal da, einmal da. Und dann gibt es im Part-Modus auch eine Dicke. Die muss ich immer ein bisschen suchen. Das ist die hier, ne? Ja. So. Da sieht man, das funktioniert. Und die Dicke, die wird 0.4 mm. Okay. Und dann machen wir das mit dem auch. Du bitte und du bitte. Ja, mit Steuerung selektieren und da auch eine Dicke. Und da auch 0.4 mm. So, dann haben wir also hier die Tragflächenhaut des Geiers jetzt erzeugt. Wir machen uns von diesen Teilen hier, da machen wir uns Kopien. Einmal das hier, davon eine Kopie, einmal das hier, davon eine Kopie. Dann können wir uns die Haut hier erstmal wieder deaktivieren und da, ich versuche mal, ob es jetzt geht mit der Fusion hier. Das heißt, daraus wird, die werden vereinigt. Und da muss jetzt entsprechend was rausgeschnitten werden. Das mache ich aber im zweiten Teil des Videos. Also
das war es erstmal, der erste Teil. Wir konstruieren einen Geier, einen Nurflügelsegler, wie er vor vielen, vielen Jahren, über 40 Jahren, einmal von der Firma Robbe auf den Markt gebracht worden ist. Okay, danke fürs Zuschauen und auf zum nächsten Video. Wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst doch gerne ein Abonnement da, klickt auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und dafür danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!